Ja, hallo, herzlich willkommen zurück beim Mighty Games Mac. Wir setzen heute unsere Reise mit der USS Mighty fort. So, mit A können wir die Mission beginnen. Kommunikationszusammenbruch. Ich bin nach wie vor von den Ladezeiten sehr begeistert. Am PC dauert es mitunter etwas länger. We're here, Captain. The USS Kittimer is dead ahead, and the Renown is beside us. Our orders are to make contact with the Kittimer and find out why they've not responded to our hails. Okay. Voller Impuls und langsamer. Yes, sir. I will require approximately 15 seconds to make the necessary adjustments. Ich glaube auch nur ein Vulkanier wird sagen, dass irgendwas 15 Sekunden dauert. Jeder andere würde einfach hier wohl sagen, würde es erledigen. Ah, Captain Folge. Captain Taggart? What are you both doing here? Nein, der Captain Taggart ist leider kurzfristig verstorben. Always good to follow the orders of your superior officers. These cadets were the unfortunate victims of a Klingon ambush. Captain Taggart is dead, and the ship is under the command of this cadet. The Renown was escorting them back to Earth's space dock, but when we could not raise the Kittimer, I deemed it imperative to alter our course and assess the situation. Captain Yim, what is your status? Captain, hören wir natürlich mal zu. I'm troubled by the anomalies in this system, and if they're affecting long-range communications, then they're doubly a cause for concern. Let's do this by the numbers. We've already launched 9 probes. Now that they're active, we can do an in-depth scan of the anomalies. Und weiter geht's. With all 3 ships collecting data, we should be able to complete this quickly and formulate a course of action. The Renown has the largest science team, so I recommend we send our data there for analysis. Any questions? Any questions? Nee. Das schaffen wir You're schon. quite confident for a cadet. You remind me a bit of myself when I was an ensign. Of course, I wasn't commanding a ship back then. Let's see how you perform before you start claiming that chair full time. Wenn der wüsste, dass ich in einem anderen Universum Admiral Press bin. right on the D-pad to set your ship's power levels to have a focus on attack, defense, auxiliary, or speed. Ja, schalte ich ja gerade durch. Gut. Dann mal in die Richtung drehen. Und Vollspeed. Reports indicate traces of gamma radiation, but there's something off in the readings. Ich versuche mal ohne anzuhalten zu scannen, ob das zeitlich reicht oder ob wir den Bereich verlassen. Kittimer here. Ja, Are you das war- seeing the same gamma radiation levels that we are? I'm not sure that a normal scan will be enough. We might need to do a full multiphasic reading. Als Wissenschaftler könnte ich jetzt diese Option wählen, aber ich bin ja leider Taktiker. My chief science officer, Commander Davis, suggests that performing a reverse tachyon pulse wave scan will solve our sensor issue. Ja, das klingt, das wollte ich auch gerade vorschlagen eigentlich. Ja. Deflector dish is realigned for a reverse tachyon pulse wave, sir. Picking up a transwarp signature. It's right on top of us! The board!
Ja, ich wollte genau den Zeitpunkt, wo die Schilde unten sind, da war passt. Aber die Borg stellen keine Gefahr dar. Leichter Schaden. Und weiter Feinde. Activate and deactivate full impulse. Ich würde ja rein theoretisch die Hilfe ausschalten, die mir hier andauernd sagt, wie alles funktioniert. Da ich mich auf der Konsole aber nicht so gut auskenne, will ich mit Sicherheit irgendwas verpassen, was ich nicht weiß. Unterstützen wir mal die anderen Föderationsschiffe. Warte noch, auf 6 Kilometer und kommen dann mit Torpedos und vollen Breitseite. This is the emergency medical hologram aboard the USS Kittimer. I am requesting assistance from any Federation vessel in range. I've lost contact with the bridge. I am unable to contact Commander Davis for new instructions. The Kittimer is being overwhelmed by Borg boarding parties. These Borg are different than the ones in my history records. They seem disconnected somehow. They're strange, but still quite dangerous. I am an emergency medical hologram, not a miracle worker. The Borg were brutally efficient on the Kittimer. The emergency medical hologram may be in command simply because no one else is fit to do so. The Borg have not been seen in the Alpha Quadrant in decades. Their arrival cannot simply be a coincidence. However, I hesitate to speculate without the full data from all of the probes. I will send teams to aid the Kittimer. You will have to finish the scans. We need to know the extent of the Borg presence here. You must also inform me if you or your crew are unable to continue. The Borg evoke a strong emotional response that can rattle even trained Starfleet officers. A crew of cadets that have already survived a Klingon attack may be unable to cope. Moment, wir sind die Jahrgangsbesten, also ich vertraue meiner Crew. Wir schaffen I das. have linked the iota point to your map. Scan there while we see to the Kittimer. Und Borg, was sind schon Borg? Please transmit the data so we may begin our analysis. So, wir machen die We have your Sonde data, bereit. and our science team is analyzing it now. Our tactical teams have eliminated the Borg boarding parties on the Kittimer. Why do you ask? There is an 88.47% chance that you will need my help. I have 75 million gigaquads of computer memory and an extensive library of files on military tactics and command strategies. I believe I can spare a few bits of processing power for you. Na dann. Borg transwarp signatures detected. Prepare your ship for combat. They're firing. I need help. Was mir jetzt gerade noch auffällt, was eigentlich perfekt gewesen wäre für die Xbox One, wenn man Kinect benutzt hätte für Kommandos wie Torpedos feuern. Für nächtliche Uhrzeiten vielleicht nicht ideal, aber
drehe mein Schiff jetzt wieder seitlich. I don't know if we're Natürlich. ready for this. Aber hier. Direkt seitlich, sowohl die Huf- als auch die Heckbatterie. Oh, meine rechten Schilde. Ja, das ausgleichen. Das geht auch wesentlich besser als am PC, wo man sich wirklich mit der Maus einen Wolf klickt. Hello. Wieder letzter. Maintain your composure. Logically, you can defeat the Borg with Admiral Janeway's tactics. Admiral Janeway, oh mein You are Gott. Starfleet officers. You are prepared for this. Hab ich nie beschlossen. Multiple Borg warp signatures detected. Kommt auch was Großes, ein Kubus oder so? It's an invasion force. Die nehmen uns irgendwie nicht so richtig ernst. We're outnumbered. There's no way we can. The Borg are departed, most likely for a more strategic target. Direct your fire at the remaining sphere. Focus your fire, and we shall prevail. Aber da unser Schiff die ganze Zeit nicht wirklich beschädigt wird, behaupten wir unser Crew gerade überhaupt nicht. Bin echt gespannt, wie sich das nach dem Tutorial dann anfühlt. Ob er einen Fähigkeitsgrad hochgehen muss oder ob das überhaupt geht. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut auf der Konsole. Und Startfähigkeit, 2 Torpedos und BAM! Jetzt noch schnell weg, bevor uns die Explosion... Genau. Ich wollte noch schnell weg, bevor die Explosion uns selbst Schaden zufügt, aber das hat nicht funktioniert. Here is the situation as we see it. The Borg are using the Pollux system as a staging area for a larger invasion. Long-range sensors are already detecting inbound transwarp signatures. The most likely target for a first strike is the Vega system. There is a civilian colony there, and if the Borg could take it by surprise, they would have large numbers of new drones at their disposal. Okay, 3 Auswahlmöglichkeiten. Ich frage mich mal zuerst You durch. must go to the Vega colony and warn them that the Borg are coming. The Renown is better equipped to hold off further Borg attacks and assist the Kittimer. It is logical for us to remain here. Und We hier ist will nun delay the endlich mal collective, eine but you Option must für den warn the Taktiker. colonists at Vega. This is not a matter of can, Cadet. It is a matter of must. We must buy you as much time as possible. Once we are no longer in a position to help, we will stage a tactical retreat. You should have enough time to warn the colony. Okay. I will attempt to summon additional ships Was to gibt assist, es? but you Klingt cannot für wait mich for them to arrive. irgendwie komisch übersetzt, aber We have to make our way to Vega as soon as we can, Captain. I just hope we're not too late to warn the colony. Are you ready to go? natürlich. Los geht's. Energie. Shields up, red alert. Au! Das sieht nicht gut aus. Erhalten. It is imperative that you warn the colony at Vega of the impending attack. We will do what we can to hold off the Borg here in Vega and repair the Kittimer. Live long and prosper. So, die Mission hätten wir erfolgreich abgeschlossen. 12.000 Erfahrungspunkte, 1.440 Expertise für die Fähigkeiten und Ausrüstung für das Schiff sowie einen weiteren Offizier.
Congratulations, Lieutenant. Oh, und befördert wurden wir auch. Wie schon zuvor lasse ich die Namen, Uniform und so weiter unangetastet, damit es besser zum Gesamtbild passt. Natürlich kann man die komplette Kleidung und den ganzen Uniformtyp anpassen, aber ich finde, man muss auch mal ein Spiel so spielen, wie es von den Erschaffern gedacht war. Und im augenblicklichen Star Trek-Universum sind das die Standarduniformen. Und ich fände es eigentlich ziemlich doof, wenn meine Crew, also ausgerechnet meine Crew, komplett anders herumläuft. Da bin ich einfach zu sehr im RPG-Feeling drin und möchte mich anpassen. So. Dann sind wir mit unserer heutigen Mission tatsächlich schon fertig. Und machen das nächste Mal mit der Assimilierung der Unschuldigen weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Hinterlasst uns doch bitte einen Like und schaut mal auf unserer Homepage vorbei www.mightygamesmac.de. Bis dann, zum nächsten Mal.